Guten Abend. Legen Sie sich zurück und atmen Sie tief durch. Wir begeben uns auf eine Reise in die tiefblauen Wasser des Ostchinesischen Meeres an den südlichsten Rand Japans. Hier liegt die kleine Insel Yonaguni, ein Ort, der von Wind und Wellen geformt wurde, ein stiller Wächter am Rande des gewaltigen Pazifiks. Lange Zeit war die Insel nur für ihre raue Schönheit, ihre wilden Pferde und ihre Abgeschiedenheit bekannt. Doch im Jahr 1986 sollte sich das für immer ändern, als ein Mann namens Kihachiro Aratake eine Entdeckung machte, die bis heute Wissenschaftler und Träumer gleichermaßen in ihren Bann zieht. Aratake war kein Archäologe oder Historiker, er war ein lokaler Tauchunternehmer, ein Mann, dessen Leben vom Rhythmus der Gezeiten bestimmt wurde. An jenem schicksalhaften Tag war er auf der Suche nach einem neuen, interessanten Ort, um Hammerhaie zu beobachten, eine Attraktion für die Tauchtouristen, die seine Insel besuchten. Er tauchte in ein Gebiet ein, das er noch nicht gut kannte, ließ sich vom sanften Sog der Strömung leiten und scannte den Meeresboden. Und dann sah er es. Aus der dunstigen Tiefe erhob sich eine Struktur, die sein Herz für einen Moment stillstehen ließ. Es war keine natürliche Felsformation, wie er sie unzählige Male gesehen hatte. Dies war anders. Vor ihm lag ein gewaltiger Monolith aus Sandstein, der sich über 100 Meter erstreckte. Seine Oberfläche war nicht abgerundet und von der Natur geformt, sondern schien aus riesigen, flachen Terrassen, scharf geschnittenen Kanten und perfekten 90-Grad-Winkeln zu bestehen. Stufenartige Formationen führten empor, als wären sie für Riesen gemacht. Aratake war fassungslos. Was er sah, widersprach allem, was er über die Geologie der Region wusste. Es wirkte wie das Werk von Händen, wie die Ruine einer Architektur, die von den Wellen verschluckt worden war. Er kehrte an die Oberfläche zurück, das Bild des steinernen Giganten fest in seinem Gedächtnis verankert. Er wusste nicht, was er gefunden hatte, aber er spürte, dass es von Bedeutung war. Ein Echo aus einer unvorstellbar fernen Vergangenheit, das zufällig im stillen Blau vor der Küste Yonagunis darauf gewartet hatte, gehört zu werden. Um das Mysterium von Yonaguni zu verstehen, müssen wir es zunächst betrachten, wie ein Anatom einen unbekannten Körper untersucht, Schicht für Schicht, Merkmal für Merkmal. Stellen Sie sich vor, Sie schweben schwerelos über diesem unterseeischen Monument. Es ist kein unübersichtlicher Trümmerhaufen. Es ist eine einzige zusammenhängende Felsmasse, ein sogenannter Monolith. Seine Ausmaße sind beeindruckend, etwa 100 Meter lang, 60 Meter breit und es erhebt sich rund 25 Meter vom Meeresboden. Die markanteste Eigenschaft, die sofort ins Auge sticht, ist seine terrassierte Struktur. Breite, flache Ebenen, die durch nahezu senkrechte Wände voneinander getrennt sind, steigen an wie die Stufen einer riesigen Pyramide oder eines Zikkurats. Die Kanten dieser Terrassen sind verblüffend gerade. Die Ecken wirken, als seien sie mit einem riesigen Lineal gezogen worden. Taucher, die das Monument erkunden, sprechen von der Hauptterrasse, einer großen flachen Plattform, die an einen zeremoniellen Platz oder einen Altar erinnert. Von hier aus führen scheinbar in den Stein gehauene Stufen weiter nach oben. Eine weitere verblüffende Formation wird die Schleifenstraße genannt. Ein Pfad, der sich um die Basis des Monuments windet, flankiert von zwei parallelen, aufrecht stehenden Felsblöcken, die wie Wächter wirken. In der Nähe befindet sich eine Formation, die als dreieckiges Becken bekannt ist.
Es handelt sich um eine Vertiefung mit zwei scharfen 90-Grad-Winkeln an der Innenseite. Ein Detail, das in der natürlichen Geologie nur schwer zu erklären ist. Nicht weit davon entfernt liegt ein großer, rundlicher Fels, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Kopf einer Schildkröte aufweist, was ihm den Namen Schildkrötenfelsen einbrachte. Überall an der Struktur finden sich diese seltsamen Details: tiefe, gerade Kanäle, die wie Entwässerungssysteme aussehen, runde Löcher, die an Pfostenlöcher für eine hölzerne Überkonstruktion erinnern, und immer wieder diese unnatürlich anmutenden rechten Winkel. Es ist diese Anhäufung von architektonisch wirkenden Merkmalen an einem einzigen Ort, die das Monument von einer bloßen geologischen Kuriosität zu einem tiefgreifenden Rätsel macht. Die Natur kann erstaunliche Formen schaffen, aber kann sie Symmetrie, Wiederholung und scheinbare Planung in diesem Ausmaß hervorbringen? Das ist die zentrale Frage, die im Herzen dieser steinernen Anatomie verborgen liegt. Jedes große Rätsel braucht einen Champion, einen Forscher, der bereit ist, seinen Ruf für eine kühne These aufs Spiel zu setzen. Im Fall von Yonaguni ist dieser Mann Professor Masaaki Kimura, ein angesehener Meeresgeologe von der Universität der Ryukyus. Nachdem er das Monument über 100-mal betaucht und akribisch vermessen hatte, kam er zu einer Schlussfolgerung, die die Grundfesten unserer Geschichtsschreibung erschüttern könnte. Yonaguni ist kein Werk der Natur. Es ist, so Kimura, die Ruine einer von Menschenhand geschaffenen Struktur, eine versunkene Stadt aus einer prähistorischen Zivilisation. Kimura stützt seine revolutionäre Theorie auf eine Reihe von Beobachtungen, die er als Beweise für künstliche Bearbeitung bezeichnet. Er argumentiert, dass die schiere Konzentration geometrischer Formen an einem Ort statistisch durch natürliche Prozesse nicht erklärbar sei. Er verweist auf die Symmetrie vieler Elemente wie die beiden parallelen Monolithen der Schleifenstraße. Besonders faszinierend sind für ihn die kleineren Details. Er identifizierte Felsritzungen, die er als primitive Schriftzeichen oder Piktogramme interpretiert, darunter ein Zeichen, das einer menschlichen Figur ähnelt, und eine andere Gravur, die er als Tierdarstellung deutet. In der Nähe des Hauptmonuments fand er kleinere, behauene Steine, die er für Werkzeuge oder kleine Skulpturen hält. Eines der stärksten Argumente in Kimuras Augen ist eine Formation, die als das Gesicht bekannt wurde. Es handelt sich um einen Felsen mit Vertiefungen, die verblüffend an Augen und einen Mund erinnern. Während Kritiker dies als Pareidolie, die menschliche Tendenz, in zufälligen Mustern Gesichter zu erkennen, abtun, sieht Kimura darin eine bewusste, wenn auch stark erodierte Skulptur. Doch wann soll diese Stadt existiert haben? Kimura datiert die Struktur auf ein Alter von mindestens 10.000 Jahren. Seine Begründung? Der Felsen muss sich über dem Meeresspiegel befunden haben, um bearbeitet werden zu können. Der Meeresspiegel war zuletzt am Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren, so niedrig. Wenn Kimura recht hat, würde dies bedeuten, dass eine hochentwickelte Zivilisation, die in der Lage war, monumentale Steinbauten zu errichten, in Asien existierte, lange bevor die ersten bekannten Zivilisationen in Mesopotamien oder Ägypten entstanden. Es wäre nicht nur eine versunkene Stadt, sondern ein versunkenes Kapitel der Menschheitsgeschichte. So verlockend der Gedanke an eine versunkene Zivilisation auch sein mag. Die Wissenschaft verlangt nach Nüchternheit und nach Erklärungen, die sich im Rahmen bekannter Naturgesetze bewegen. Und für das Rätsel von Yonaguni gibt es eine solche Erklärung,
Eine, die keine verlorenen Kulturen benötigt, sondern nur die immense Kraft der Geologie und die unermüdliche Arbeit des Ozeans über Jahrtausende hinweg. Die vorherrschende wissenschaftliche Meinung, vertreten von Geologen wie Robert Schoch, der auch für seine unkonventionellen Theorien zur Sphinx von Gizeh bekannt ist, lautet: Das Yonaguni-Monument ist eine rein natürliche Formation. Diese These beginnt beim Gestein selbst. Die gesamte Struktur besteht aus Sandstein der Yaeyama-Gruppe. Dieser spezielle Sandstein hat eine besondere Eigenschaft. Er ist schichtweise aufgebaut und neigt dazu, entlang dieser Schichtflächen, den sogenannten Bettungsebenen, zu brechen. Wenn tektonische Kräfte, und die Region um Yonaguni ist seismisch sehr aktiv, diesen Stein anheben und belasten, bricht er nicht zufällig, sondern entlang dieser vorgegebenen Linien. Das Ergebnis sind von Natur aus gerade Kanten und flache Oberflächen. Die beeindruckenden Terrassen und Stufen, das sind laut Geologen einfach die freigelegten Bettungsebenen des Sandsteins. Die perfekt vertikalen Wände, das sind Risse und Spalten, die durch tektonischen Druck entstanden sind und oft in rechten Winkeln zu den Bettungsebenen verlaufen. Die Kombination dieser beiden Bruchmuster kann auf natürliche Weise Strukturen erzeugen, die verblüffend künstlich aussehen. Und was ist mit den Kanälen und der Schleifenstraße? Starke Meeresströmungen, die seit Jahrtausenden an diesem Felsen nagen, können weichere Gesteinsschichten auswaschen und so perfekt gerade Kanäle und Rinnen erodieren. Die parallelen Felsen könnten einfach härtere Gesteinsschichten sein, die der Erosion widerstanden haben, während das Material um sie herum weggespült wurde. Selbst die vermeintlichen Ritzungen und das Gesicht werden als natürliche Erosionsmuster und das Ergebnis von Pareidolie erklärt. Für die Vertreter der geologischen These ist Yonaguni ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie die Natur Architektur imitieren kann. Es ist ein außergewöhnliches, vielleicht sogar einzigartiges geologisches Phänomen, aber eben ein natürliches. Es ist kein Beweis für eine vergessene Geschichte, sondern ein Denkmal für die schöpferische und manchmal täuschende Kraft unseres Planeten. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und atmen Sie tief durch, während wir unsere Reise in die Tiefen vor der Küste Japans fortsetzen. Unter der sanften Decke des Ozeans, wo das Licht tanzt und bricht, beginnt das Monument von Yonaguni, seine stillen Geheimnisse zu offenbaren. Es spricht nicht mit Worten, sondern in der universellen Sprache der Geometrie. Die stärksten Argumente für einen künstlichen Ursprung liegen in den Formen, die wir dort finden. Formen, die eine beunruhigende Vertrautheit ausstrahlen. Stellen Sie sich vor, Sie schweben über einer riesigen, terrassierten Plattform. Ihre Kanten sind erstaunlich gerade, ihre Ecken scheinen in perfekten 90-Grad-Winkeln geschnitten zu sein. Es gibt parallele Linien, die sich über Dutzende von Metern erstrecken, und stufenartige Formationen, die an die Tribünen eines antiken Amphitheaters erinnern. Eine Struktur, die oft als die Schildkröte bezeichnet wird, weist eine verblüffende, wenn auch verwitterte Symmetrie auf. Diese geometrische Präzision ist es, die viele Beobachter innehalten lässt. Die Natur, so das Argument, liebt zwar Muster, die Spiralen einer Muschel, die Fraktale eines Farns, aber sie meidet in der Regel die starre, kartesische Perfektion von rechten Winkeln und langen, geraden Linien. Wenn wir diese Formationen sehen, reagiert unser Gehirn auf eine Art archetypische Signatur der Intelligenz. Es ist die gleiche Reaktion, die wir beim Anblick einer Pyramide oder der Grundmauern einer römischen Villa haben. Wir erkennen Absicht.
Doch die Geologie hat eine ebenso faszinierende, wenn auch nüchternere Antwort parat. Der Fels von Yonaguni ist Sandstein, ein Sedimentgestein, das in Schichten abgelagert wurde. Diese Schichten erzeugen natürliche Spaltebenen. Wenn tektonische Kräfte auf diesen Stein einwirken, kann er entlang dieser Ebenen brechen, und zwar oft in bemerkenswert geraden Linien und rechtwinkligen Blöcken. Dieser Prozess, bekannt als Klüftung, kann Formen hervorbringen, die menschlichen Bauten täuschend ähnlich sehen. Die Debatte ist also eine des Maßstabs und der Wahrscheinlichkeit. Sind die Symmetrien von Yonaguni lediglich ein außergewöhnlicher Zufall der Natur, ein geologisches Meisterwerk, das unsere Mustererkennung herausfordert, oder sind sie die verwitterten Überreste einer bewussten Gestaltung, die schwache, aber beharrliche Stimme einer vergessenen Kultur, die durch den Stein zu uns spricht? Während die großen geometrischen Formen von Yonaguni aus der Ferne beeindrucken, liegt der Schlüssel zur Lösung des Rätsels vielleicht im Kleinen, im Detail. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Sie mit einer Lupe über die raue Oberfläche des Steins gleiten. Suchen Sie nach der Signatur des Menschen, nach der verräterischen Narbe, die ein Werkzeug hinterlassen hat. Befürworter der Theorie einer künstlichen Struktur behaupten, genau solche Spuren gefunden zu haben. Sie berichten von runden Löchern, die in den Fels gebohrt zu sein scheinen, von keilförmigen Einkerbungen, die darauf hindeuten, dass hier einst Blöcke gezielt gespalten wurden. Einige dieser Vertiefungen sollen in regelmäßigen Abständen angeordnet sein, was auf eine systematische Bearbeitung hindeutet. Man spricht von Pfostenlöchern, die vielleicht einst Holzbalken für eine Überdachung hielten. Es gibt sogar Berichte über Felsritzungen, die vage an Tiere oder Symbole erinnern, auch wenn diese stark erodiert und höchst umstritten sind. Die Vorstellung ist verlockend. Ein Steinmetz vor Jahrtausenden, dessen Handbewegung im Fels verewigt ist. Doch die Gegenseite, die Mehrheit der konventionellen Geologen, bleibt skeptisch. Sie weisen darauf hin, dass die Unterwasserwelt ein dynamischer und aggressiver Ort ist. Starke Strömungen transportieren Sand und kleinere Steine, die über Jahrtausende wie ein Sandstrahlgebläse wirken. Felsen reiben aneinander, brechen und hinterlassen Kratzer. Die unzähligen Bohrmuscheln und andere Meeresorganismen graben sich in den Stein und hinterlassen Löcher, die leicht mit menschlichen Bohrungen verwechselt werden können. Die vermeintlichen Keilspuren könnten einfach die Punkte sein, an denen der Stein unter natürlichem Druck gebrochen ist. Die Herausforderung ist immens. Wie unterscheidet man eine uralte, von Tausenden von Jahren unter Wasser verwitterte Werkzeugspur von den unzähligen Spuren, die die Natur selbst hinterlässt? Es gibt keinen eindeutigen Rauchring in Form eines im Stein steckenden Meißels. Jede einzelne angebliche Spur ist für sich genommen mehrdeutig und offen für Interpretationen. Es ist ein wissenschaftlicher Disput, der im Mikrometerbereich geführt wird, eine stille Debatte zwischen der Möglichkeit menschlicher Absicht und der unermüdlichen, formgebenden Kraft des Ozeans selbst. Um das Rätsel von Yonaguni zu verstehen, müssen wir nicht nur in die Tiefe des Ozeans, sondern auch tief in die Zeit reisen. Unsere heutige Welt mit ihren vertrauten Küstenlinien ist nur eine Momentaufnahme in der langen Geschichte unseres Planeten. Atmen Sie ruhig und lassen Sie uns gedanklich eine Reise in eine kältere, andere Welt unternehmen. Die Welt am Ende der letzten großen Eiszeit.
Vor etwa 20.000 Jahren befand sich der Planet im Griff des letzten glazialen Maximums. Gewaltige Eisschilde, kilometerdick, bedeckten große Teile Nordamerikas und Eurasiens. Dieses Eis war Wasser, das den Ozeanen entzogen wurde. Infolgedessen lag der globale Meeresspiegel dramatisch niedriger als heute, um bis zu 120 Meter. Die Küsten Japans sahen völlig anders aus. Wo heute das Ostchinesische Meer liegt, erstreckte sich eine weite, trockene Ebene. Japan war keine isolierte Inselgruppe, sondern über Landbrücken mit dem asiatischen Festland verbunden. Die Insel Yonaguni, heute ein kleiner Punkt im Ozean, war damals ein Hügel am Rande dieser riesigen, verschwundenen Küstenebene. Das Monument, das heute 25 Meter unter der Wasseroberfläche liegt, hätte sich prominent an der Luft befunden. Als die Eiszeit zu Ende ging, begann eine dramatische globale Erwärmung. Die Gletscher schmolzen und das Wasser floss zurück in die Ozeane. Der Meeresspiegel stieg, anfangs langsam, dann in dramatischen Schüben. Vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren war der Anstieg besonders rapide. Ganze Landschaften, Wälder, Jagdgründe und vielleicht auch Siedlungen wurden vom Meer verschluckt. Dieser Zeitrahmen ist entscheidend. Wenn das Yonaguni-Monument von Menschenhand geschaffen wurde, dann muss es geschehen sein, bevor das Meer es zurückeroberte. Die geologischen Daten legen nahe, dass die Struktur vor mindestens 10.000 Jahren überflutet wurde. Dies platziert ihre mögliche Entstehung in eine ferne, prähistorische Epoche, lange vor den Pyramiden Ägyptens oder den Tempeln Sumers. Es öffnet ein Fenster in eine Zeit, von der wir dachten, dass monumentale Steinarchitektur noch nicht existierte. Die Frage ist also nicht nur, wer es gebaut haben könnte, sondern auch wann. Und die Antwort der Geologie ist eindeutig. Wenn es ein Bauwerk ist, dann ist es von atemberaubendem Alter. Wenn Yonaguni also vor über 10.000 Jahren, als es noch trockenes Land war, geformt wurde, stellt sich die unausweichliche Frage: Wer war dort? Wer besaß das Wissen, die Organisation und die Motivation, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen? Die Antwort führt uns zu einem der faszinierendsten und am meisten unterschätzten Völker der Vorgeschichte: der Jomon-Kultur Japans. Der Name Jomon bedeutet Schnurmuster und bezieht sich auf die charakteristischen Verzierungen ihrer Töpferwaren, die zu den ältesten der Welt gehören und bis zu 16.000 Jahre zurückreichen. Die Jomon waren keine einfachen Höhlenmenschen. Sie waren hochentwickelte Jäger, Sammler und Fischer, die über Jahrtausende in relativ stabilen Siedlungen lebten. Sie bauten Grubenhäuser, entwickelten komplexe rituelle Praktiken und besaßen ein tiefes Verständnis für ihre Umwelt. Entgegen dem alten Bild von primitiven Nomaden, die nur ums Überleben kämpfen, offenbart die Archäologie eine Kultur von großer Komplexität und spiritueller Tiefe. Und was für unsere Untersuchung am wichtigsten ist: die Jomon waren Steinmetze. Sie waren Megalith-Baumeister. An Land, an Orten wie Sanai-Maruyama oder den Oyu-Steinkreisen im Norden Japans finden wir die unverkennbaren Beweise. Sie errichteten große Steinkreise, die als astronomische Kalender oder rituelle Zentren gedient haben könnten. Sie transportierten und arrangierten tonnenschwere Felsblöcke, um ihre heiligen Stätten zu markieren. Diese Bauten sind zwar nicht so gewaltig wie die Terrassen von Yonaguni, aber sie beweisen zweifelsfrei, dass eine prähistorische Kultur in Japan die Fähigkeit und den Willen besaß, in großem Maßstab mit Stein zu arbeiten. Könnten die Vorfahren dieser Jomon-Völker, die an der Küste der eiszeitlichen Ebene lebten, auch die Architekten von Yonaguni gewesen sein? Es ist eine plausible,
wenn auch unbewiesene Hypothese. Es würde bedeuten, dass die Tradition des megalithischen Bauens in Japan viel weiter zurückreicht als bisher angenommen. Yonaguni wäre dann kein isoliertes Wunder, sondern vielleicht das älteste und größte Beispiel einer langen, verloren gegangenen kulturellen Praxis. Es wäre das Erbe eines Volkes, das am Rande einer verschwindenden Welt lebte und ein Denkmal für die Ewigkeit schuf, bevor das Meer kam, um es zu verbergen. Um die wahre Natur von Yonaguni zu ergründen, müssen wir unseren Blick heben und ihn über den Horizont des Ostchinesischen Meeres hinaus schweifen lassen. Wir müssen das Monument in den großen Kontext der menschlichen Baukunst stellen. Wenn es von Menschenhand geschaffen wurde, wo steht es dann im Pantheon der großen Megalithbauten unserer Welt? Stellen Sie sich für einen Moment die gewaltigen, aufrecht stehenden Steine von Stonehenge vor, die präzise nach den Gestirnen ausgerichtet sind. Denken Sie an die schier endlosen Reihen der Menhire von Karnak in Frankreich oder die kunstvoll bearbeiteten T-förmigen Pfeiler von Göbekli Tepe in der Türkei, die eine ganze Epoche der Menschheitsgeschichte neu geschrieben haben. Diese Orte haben eines gemeinsam. Sie zeugen von einem immensen organisatorischen Aufwand, einem tiefen Verständnis für Statik und oft auch für Astronomie. Sie sind unmissverständliche Zeugnisse menschlichen Willens, der dem Stein aufgezwungen wurde. Auf den ersten Blick scheint Yonaguni in diese Familie zu passen. Die schiere Größe, die Terrassen, die an Stufenpyramiden erinnern, all das evoziert Bilder antiker Monumentalarchitektur. Die Idee einer Zivilisation, die in der Lage ist, einen ganzen Felsrücken zu formen, spricht die gleiche Sprache wie die Erbauer der Pyramiden von Gizeh oder der Tempel von Angkor Wat. Doch bei genauerem Hinsehen treten die Unterschiede scharf hervor. Während Göbekli Tepe reich an Tierskulpturen ist und Stonehenge klare Spuren von Bearbeitungswerkzeugen aufweist, ist die Oberfläche von Yonaguni auffallend karg. Die Linien sind zwar gerade, aber ihnen fehlt die feine Handschrift des Meißels, die wir von anderen antiken Städten kennen. Es gibt keine Reliefs, keine Inschriften, keine Statuen. Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Isolation. Die großen Megalithkulturen Europas oder des Nahen Ostens existierten nicht im luftleeren Raum. Sie waren Teil eines Netzwerks, umgeben von kleineren Siedlungen, Gräbern und Kultstätten. Yonaguni hingegen steht allein. Es gibt keine vergleichbaren Strukturen auf den umliegenden Ryukyu-Inseln, weder über noch unter Wasser. Es ist wie ein einzelner monumentaler Satz in einer Sprache, die nirgendwo sonst gesprochen wird. Diese Einzigartigkeit ist sowohl das größte Faszinosum als auch das größte Rätsel von Yonaguni. Ist es ein verlorenes Kapitel der Menschheitsgeschichte, ein Unikat, das alle Vergleiche sprengt? Oder ist diese Einzigartigkeit selbst der entscheidende Hinweis darauf, dass wir hier etwas völlig anderem gegenüberstehen? Einem Meisterwerk der Natur, das unsere von Mustern geprägte menschliche Wahrnehmung als Kunst fehlinterpretiert? In der Archäologie erzählt der Stein oft nur die halbe Geschichte. Die wahre Erzählung einer vergangenen Kultur setzt sich aus den unzähligen kleinen Fragmenten des täglichen Lebens zusammen, die sie zurücklässt. Eine Tonscherbe, eine zerbrochene Speerspitze aus Feuerstein, ein achtlos weggeworfener Knochen. Diese bescheidenen Artefakte sind die Buchstaben, aus denen wir die Sätze der Vergangenheit zusammensetzen. Ohne sie bleibt selbst die gewaltigste Struktur stumm. Und genau hier, am Yonaguni-Monument, werden wir mit einem ohrenbetäubenden Schweigen konfrontiert. Trotz jahrzehntelanger Tauchgänge,
und intensiver Suche wurde an der Struktur selbst oder in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht ein einziges, unzweifelhaft von Menschenhand geschaffenes Artefakt aus der fraglichen Zeit gefunden. Keine Keramik, die einst Wasser oder Getreide enthielt. Keine Steinwerkzeuge, die zur Bearbeitung des Felsens hätten verwendet werden können. Keine Überreste von Opfergaben, keine rituellen Gegenstände. Und vor allem keine menschlichen Überreste. Dies ist vielleicht das schlagkräftigste Argument gegen die Hypothese einer künstlichen Struktur. Vergleichen wir es mit anderen versunkenen Städten. Die Ruinen von Herakleion vor der Küste Ägyptens oder die Überreste von Port Royal in Jamaika sind wahre Schatzkammern. Der Meeresboden ist übersät mit Statuen, Münzen, Amphoren und den Alltagsgegenständen der Menschen, die dort lebten. Diese Orte wurden durch Katastrophen ausgelöscht, doch sie hinterließen eine Fülle von Beweisen ihrer Existenz. Bei Yonaguni fehlt diese Fülle vollständig. Befürworter der künstlichen These argumentieren, dass die starken Strömungen in dieser Region über Jahrtausende hinweg alle kleineren Objekte weggespült haben könnten. Das ist denkbar. Die Kuroshio-Strömung, eine der stärksten der Welt, fließt hier mit beachtlicher Geschwindigkeit. Doch ist es plausibel, dass sie ausnahmslos alles entfernt hat? Selbst in den geschützteren Ecken und Spalten, wo sich Sediment ablagern konnte, fand sich nichts. Die Archäologie basiert auf dem Prinzip des Kontexts. Ein Objekt ohne Kontext ist nur ein schöner Gegenstand. Ein Bauwerk ohne die Spuren der Menschen, die es erbauten und nutzten, ist ein Rätsel ohne Lösungsschlüssel. Das Fehlen jeglicher Begleitfunde macht Yonaguni zu einem archäologischen Phantom. Es ist ein riesiger Körper ohne Fingerabdrücke, ein Palast ohne Bewohner. Dieses große Schweigen ist eine Leere, die jede Theorie füllen muss, und für die Geologie liefert sie eine einfache, wenn auch vielleicht unbefriedigende Antwort. Wo keine Menschen waren, können sie auch keine Spuren hinterlassen haben. Wenn die physischen Beweise schweigen, wendet sich der suchende Geist oft den Mythen und Legenden zu. Gibt es in den alten Erzählungen der Ryukyu-Inseln, der Heimat von Yonaguni, eine kulturelle Erinnerung, ein Echo einer versunkenen Vergangenheit? Die Folklore dieser Region ist reich und tief verwurzelt, durchdrungen vom Meer und dem Glauben an eine Geisterwelt jenseits des Horizonts. Eine zentrale Vorstellung im Glauben der Ryukyu-Völker ist die von Nirai-Kanai. Es ist ein mythischer Ort, eine Art Paradies, das weit draußen im Meer liegen soll. Von dort kommen die Götter, um Segen und Fruchtbarkeit zu bringen. Und dorthin kehren die Seelen der Ahnen zurück. Während Nirai-Kanai oft als spirituelle Dimension verstanden wird, beschreiben manche Legenden es auch als ein physisches, fernes Land. Könnte in dieser Vorstellung die verschwommene Erinnerung an Landmassen liegen, die heute unter dem Meeresspiegel verborgen sind? Weltweit finden wir Flutmythen und Geschichten von versunkenen Städten, von Atlantis im Westen bis zu den Legenden von Lemuria oder Mu im Pazifik. Oft werden diese als reine Fantasie abgetan. Doch die moderne Geologie hat uns gelehrt, dass solche Geschichten einen wahren Kern haben können. Am Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 10.000 bis 12.000 Jahren, stieg der globale Meeresspiegel dramatisch an, um mehr als 100 Meter. Ganze Küstenlinien wurden überflutet, Landbrücken verschwanden und Gebiete, die einst von Menschen besiedelt waren, versanken in den Wellen. Die Erinnerung an diese traumatischen Ereignisse könnte über unzählige Generationen in Form von Mythen weitergegeben worden sein. Auf Yonaguni selbst gibt es lokale Legenden von einer alten Stadt,
die im Meer versank, oft verbunden mit der Geschichte eines Riesen, der dort lebte. Solche Geschichten sind faszinierend, aber wir müssen vorsichtig sein. Sie sind keine wissenschaftlichen Beweise. Folklore ist wandelbar und dient oft dazu, unerklärliche Naturphänomene oder markante Landschaftsmerkmale zu deuten. Eine ungewöhnliche Felsformation unter Wasser wäre ein perfekter Ankerpunkt für die Entstehung einer solchen Sage. Die Mythen beweisen also nicht, dass Yonaguni eine von Menschen erbaute Stadt ist. Aber sie öffnen ein Fenster in die Psyche der Menschen, die seit Jahrtausenden in dieser vom Meer geprägten Welt leben. Sie zeigen uns, dass die Idee eines verlorenen Landes, einer versunkenen Heimat, tief im kollektiven Gedächtnis dieser Kultur verankert ist. Ein Gedächtnis, das vielleicht von den realen geologischen Umwälzungen der ferner Vergangenheit geformt wurde. In der Debatte um Yonaguni gibt es wenige Stimmen, die so viel Gewicht haben wie die von Dr. Robert Schoch. Als Geologe und außerordentlicher Professor an der Boston University ist Schoch kein Unbekannter in kontroversen Themen. Berühmt wurde er durch seine geologische Neudatierung der großen Sphinx von Gizeh, bei der er argumentierte, dass Wasserspuren am Gestein auf ein weitaus höheres Alter hindeuten, als die Ägyptologie annimmt. Er ist also ein Wissenschaftler, der bereit ist, etablierte Paradigmen in Frage zu stellen. Genau deshalb war seine Meinung zu Yonaguni von so großer Bedeutung. Als er Ende der 1990er Jahre erstmals von Kihachiro Aratake eingeladen wurde, die Stätte zu untersuchen, ging er mit offenem Geist an die Sache heran. Er war fasziniert von den Bildern und der Möglichkeit, eine Entdeckung von welthistorischer Bedeutung zu bestätigen. Doch was er vor Ort fand, erzählte ihm als Geologen eine andere Geschichte. Schoch verbrachte zahlreiche Stunden unter Wasser, untersuchte das Gestein, die Winkel und die Oberflächen. Seine Schlussfolgerung war eindeutig und für viele Anhänger der künstlichen These ernüchternd. Er erklärte, dass das Monument seiner Ansicht nach eine grundlegend natürliche Formation sei. Er identifizierte das Gestein als Schlamm- und Sandstein aus dem Miozän, der für seine Tendenz bekannt ist, entlang gerader Linien zu brechen. Die beeindruckenden Terrassen und Stufen, so Schoch, seien das Ergebnis von Schichtungs- und Klüftungsebenen, natürlichen Bruchlinien im Gestein. Die Region ist tektonisch sehr aktiv und Erdbeben können solche Brüche verursachen und ganze Blöcke verschieben. Die starken Meeresströmungen wirken dann wie ein ständiges Schleifmittel, das die Kanten über Jahrtausende hinweg formt und schärft. Die scheinbar perfekten rechten Winkel seien eine Illusion. Bei genauerer Betrachtung fänden sich viele Abweichungen. Die Kanäle seien erodierte Bruchlinien und die runden Löcher typische Strudeltöpfe, die durch wirbelndes Wasser und Geröll entstehen. Schoch schloss die Möglichkeit nicht gänzlich aus, dass Menschen die natürliche Formation verbessert oder sekundär modifiziert haben könnten, ähnlich wie natürliche Höhlen von Urmenschen bewohnt und gestaltet wurden. Aber der überwältigende Befund deutete für ihn darauf hin, dass die Grundstruktur das Werk der Natur und nicht des Menschen ist. Seine Expertise lieferte das bis heute stärkste und wissenschaftlich fundierteste Argument für eine natürliche Entstehung und wurde zur Leitmeinung in der akademischen Welt. Guten Abend. Wir betreten nun ein faszinierendes Spannungsfeld, einen intellektuellen Raum, in dem zwei mächtige Strömungen des menschlichen Wissens aufeinandertreffen. Auf der einen Seite steht die Ozeanographie, die Lehre von den Meeren mit ihren harten Daten, ihren geophysikalischen Modellen
und ihrem Verständnis für die gewaltigen, unpersönlichen Kräfte, die unseren Planeten formen. Auf der anderen Seite die Prähistorik, ein Zweig der Archäologie, der sich mit den tiefsten, schriftlosen Schichten unserer Vergangenheit befasst. Eine Disziplin, die auf die Interpretation von Artefakten, auf das Erkennen von Mustern und auf das vorsichtige Rekonstruieren menschlichen Handelns angewiesen ist. Das Yonaguni-Monument liegt genau im Schnittpunkt dieser beiden Welten. Für den Meeresgeologen ist die Struktur zunächst eine geologische Formation, ein Produkt von Sedimentation, tektonischer Hebung und Erosion. Er oder sie analysiert die Gesteinsschichten, die Ausrichtung der Klüfte und Risse, die Konsistenz des Sandsteins. Die Werkzeuge sind Sonar, Sedimentproben und das Wissen um die Gesetze der Physik, die über Jahrmillionen wirken. Die Fragen sind: Wie verhält sich dieses Gestein unter Druck? Wie bricht es? Wie wird es von Strömungen geformt? Die menschliche Hand ist in diesem Modell zunächst eine unnötige Variable, eine Hypothese, die erst dann in Betracht gezogen wird, wenn alle natürlichen Erklärungen versagen. Der Prähistoriker hingegen nähert sich dem Ort mit einem anderen Blick. Er sucht nach Spuren von Absicht, nach Werkzeugspuren, nach einer Syntax in der Anordnung der Steine. Er vergleicht die Formen mit bekannten megalithischen Strukturen an Land. Die Treppenstufen, die Terrassen, die scheinbar rechtwinkligen Schnitte, sie rufen Echos anderer antiker Bauwerke wach. Für ihn ist die Frage nicht primär, ob die Natur so etwas schaffen kann, sondern ob Menschen so etwas schaffen wollten und konnten. Hier entsteht die große Herausforderung von Yonaguni. Es gibt keine begleitenden Artefakte, keine Keramikscherben, keine Steinwerkzeuge, die eindeutig mit der Struktur in Verbindung gebracht werden können. Die Ozeanographen fordern von den Archäologen den rauchenden Colt, den unzweifelhaften Beweis menschlicher Aktivität. Die Archäologen wiederum weisen darauf hin, dass ein solch dynamisches Unterwasserumfeld über Jahrtausende hinweg kleine Artefakte längst fortgespült hätte. Und so stehen sie sich gegenüber, nicht als Gegner, sondern als Vertreter unterschiedlicher Erkenntnistheorien, die versuchen, eine gemeinsame Sprache für ein Rätsel zu finden, das in den stillen Tiefen des Ozeans verborgen liegt. Um die Argumente der Geologen zu verstehen, müssen wir uns einer der gewaltigsten Naturkräfte der Erde zuwenden, die direkt vor der Küste von Yonaguni wirkt, dem Kuroshio-Strom. Stellen Sie sich einen Fluss im Ozean vor, aber einen von unvorstellbaren Ausmaßen. Der Kuroshio, der schwarze Strom, benannt nach der tiefblauen Farbe seines Wassers, transportiert warmes, tropisches Wasser aus den Philippinen nordwärts entlang der japanischen Küste. Er ist eine der stärksten Meeresströmungen der Welt, an manchen Stellen über 100 Kilometer breit und mit Geschwindigkeiten von bis zu 7 Kilometern pro Stunde. Diese konstante, unerbittliche Bewegung von Wassermassen ist ein Bildhauer von planetarischem Ausmaß. Über Jahrtausende hinweg wirkt dieser Strom wie ein riesiges, flüssiges Schleifmittel. Er transportiert Sand, Geröll und Sedimente, die an den unterseeischen Felsformationen nagen und sie langsam, aber stetig abtragen. Besonders an den Kanten und in den Schwächezonen des Gesteins entfaltet diese Kraft ihre größte Wirkung. Nun verbinden wir diese Kraft mit der spezifischen Geologie von Yonaguni. Das Monument besteht aus Sandstein der Yaeyama-Gruppe, einem Sedimentgestein, das in parallelen Schichten abgelagert wurde. Dieses Gestein ist von Natur aus von einem Netz aus vertikalen und horizontalen Rissen und Klüften durchzogen, den sogenannten diaklinalen Fugen.
Diese Fugen sind natürliche Bruchlinien. Wenn nun die immense Kraft des Kuroshio-Stroms, verstärkt durch die Wellenenergie von Taifunen, die in dieser Region häufig sind, auf diese vorgezeichneten Bruchlinien trifft, geschieht etwas Bemerkenswertes. Das Wasser dringt in die Risse ein, erweitert sie durch hydraulischen Druck und bricht ganze Blöcke aus dem Felsverband heraus. Das Ergebnis sind oft verblüffend gerade Kanten und ebene Flächen, die an menschliche Bearbeitung erinnern. Die Terrassen könnten so durch das schichtweise Abtragen unterschiedlich harter Sandsteinschichten entstanden sein. Die kanalförmigen Strukturen könnten ausgewaschene, weichere Gesteinsadern sein. Aus geologischer Sicht ist das Yonaguni-Monument also kein Widerspruch zu den Naturgesetzen, sondern eine fast lehrbuchhafte Demonstration ihrer formenden Macht unter ganz spezifischen Bedingungen. Es ist ein Denkmal, das nicht von Menschenhand, sondern von der unermüdlichen Hand des Ozeans selbst über Äonen hinweg gemeißelt wurde. Eine Skulptur aus Wasser, Zeit und Stein. Wir müssen nun eine Reise antreten, die uns von den Tiefen des Ozeans in die noch unergründlicheren Tiefen des menschlichen Geistes führt. Denn jede Diskussion über Yonaguni wäre unvollständig ohne die Berücksichtigung eines faszinierenden psychologischen Phänomens, der Pareidolie. Dieser Begriff beschreibt die menschliche Neigung, in zufälligen oder vagen Mustern vertraute Formen und Strukturen zu erkennen. Das klassische Beispiel ist das Sehen von Gesichtern in den Wolken oder die Erscheinung des Mannes im Mond. Unser Gehirn ist eine hochentwickelte Mustererkennungsmaschine. Diese Fähigkeit war für unsere Vorfahren überlebenswichtig. Das schnelle Erkennen eines Raubtiers im Dickicht oder einer essbaren Pflanze im Blättergewirr verschaffte einen entscheidenden Vorteil. Der Nachteil dieser hocheffizienten Programmierung ist jedoch, dass sie manchmal übersteuert. Das Gehirn neigt dazu, lieber ein falsches Muster zu erkennen, als ein echtes zu übersehen. Es sucht aktiv nach Ordnung, Symmetrie und Bedeutung, selbst dort, wo keine ist. Betrachten wir das Yonaguni-Monument durch die Brille der Pareidolie. Wir sehen Strukturen, die wir die Treppe, die Straße oder das Stadion nennen. Wir geben ihnen Namen, die aus unserer eigenen, von Architektur geprägten Welt stammen. Doch tun wir dies, weil sie objektiv so konstruiert sind oder weil sie vage an die Konzepte erinnern, die wir bereits kennen. Die geraden Linien und rechten Winkel, die Geologen als Ergebnis natürlicher Gesteinsbrüche erklären, werden von unserem Gehirn sofort als Indikatoren für menschliche Planung interpretiert. Eine Ansammlung von Felsen, die eine vage ovale Form mit einer zentralen flachen Ebene hat, wird zu einem Stadion. Eine einzelne, seltsam geformte Felsformation wird zur Schildkröte. Die Pareidolie wirkt hier als eine Art kognitiver Resonanzboden. Sie verstärkt die Merkmale, die zu unserer Erwartung von künstlich passen und lässt uns jene ignorieren, die eher für natürlich sprechen. Die unregelmäßigen Abschnitte, die chaotischen Felsbrocken, die fehlende Gesamtsymmetrie. Dies ist kein Vorwurf an jene, die an eine künstliche Herkunft glauben. Es ist vielmehr eine wichtige wissenschaftliche Mahnung zur Selbstreflexion. Wir müssen uns fragen, sehen wir wirklich eine versunkene Stadt oder projizieren wir nur den Bauplan einer Stadt, den wir in unserem eigenen Geist tragen, auf die Leinwand der Natur? Lassen Sie uns nun gemeinsam zu den markantesten Formationen des Monuments hinabtauchen und die konkurrierenden Deutungen genauer betrachten. Wir beginnen mit der sogenannten Schildkröte, dem Kameiwa.
Es handelt sich um einen großen, einzeln stehenden Felsen, dessen Umrisse mit etwas Fantasie an eine riesige Meeresschildkröte erinnern. Für die Verfechter der künstlichen Theorie ist dies eine zoomorphe Skulptur, ein Totemtier, vielleicht von religiöser Bedeutung, ähnlich den Tierdarstellungen in Göbekli Tepe oder anderen megalithischen Kulturen. Die geologische Erklärung ist prosaischer. Es handelt sich um einen Felsblock, der durch differenzielle Erosion geformt wurde. Weichere Gesteinspartien wurden im Laufe der Zeit abgetragen, während ein härterer Kern zurückblieb, dessen zufällige Form nun unserer Interpretation überlassen ist. Wenden wir uns der Straße zu. Dies ist ein flacher, korridorähnlicher Abschnitt, der von zwei parallelen, aufrechten Felswänden flankiert wird. Es ist leicht vorstellbar, wie hier Menschen entlang gingen, vielleicht in einer Prozession. Die Befürworter einer künstlichen Herkunft sehen hier einen klar angelegten Weg. Geologen kontern, dass dies ein perfektes Beispiel für die Auswaschung einer weicheren Gesteinsschicht zwischen zwei härteren, widerstandsfähigeren Schichten ist. Die parallelen Linien sind demnach nicht das Ergebnis von Planung, sondern eine direkte Folge der geologischen Schichtung. Das vielleicht eindrucksvollste Merkmal ist die Hauptterrasse, oft als Stadion oder Bühne bezeichnet, eine riesige, ebene Fläche, die von steilen, treppenartigen Stufen begrenzt wird. Hier scheint die Absicht am deutlichsten. Man stellt sich unweigerlich Versammlungen, Rituale oder astronomische Beobachtungen vor. Die schiere Größe und die scheinbare Regelmäßigkeit der Stufen sind die stärksten Argumente für eine menschliche Bearbeitung. Doch auch hier hat die Geologie eine plausible Antwort. Die breite, flache Ebene könnte die Oberseite einer besonders widerstandsfähigen Sandsteinschicht sein, die von der Erosion freigelegt wurde. Die Stufen wären dann das Ergebnis von Blockbrüchen entlang der natürlichen horizontalen und vertikalen Klüfte im Gestein. Ein Phänomen, das als Treppenverwitterung bekannt ist und auch an Land beobachtet werden kann. Bei jeder dieser Formationen stehen sich zwei Erzählungen gegenüber: die Erzählung von Absicht und Gestaltung gegen die Erzählung von Zufall und Naturgesetz. Keine Seite kann die andere vollständig widerlegen. Die Wahrheit, so scheint es, bleibt im Dämmerlicht der Tiefe verborgen, zwischen dem, was der Stein ist, und dem, was wir in ihm sehen wollen. Die intensive Debatte um Yonaguni konzentriert sich fast immer auf das eine, große, terrassierte Gebilde, das als das Monument bekannt geworden ist. Doch wenn wir unseren Blick erweitern und die umliegende Meereslandschaft betrachten, offenbart sich ein noch komplexeres Rätsel. Das Hauptmonument steht nicht isoliert da. Es ist Teil eines ganzen Systems von ungewöhnlichen Formationen, die sich über ein weites Areal erstrecken. Taucher und Forscher haben eine ganze Nomenklatur für diese weiteren Anomalien entwickelt. Da ist zum Beispiel die sogenannte Schleifenstraße, ein gewundener, fast straßenartiger Pfad, der sich um das Hauptplateau windet. Es gibt Formationen, die an Tiere erinnern, wie der Gosanyai-Felsen, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Kopf einer Schildkröte aufweist. An anderer Stelle ragt eine säulenartige Struktur aus dem Fels, die man als Totempfahl bezeichnet hat. Kleinere, aber nicht weniger faszinierende Merkmale sind die sogenannten Kanäle, schmale, gerade Rinnen, die den Fels durchziehen, und die Topflöcher, perfekt runde Vertiefungen, die in der Geologie zwar bekannt sind, hier aber in einer auffälligen Konzentration auftreten. Diese kleineren Strukturen sind für die Debatte von entscheidender Bedeutung.
Während das Hauptmonument aufgrund seiner schieren Größe schwer einzuordnen ist, könnten diese kleineren Merkmale mehr über ihren Ursprung verraten. Skeptiker argumentieren, dass jede dieser Formationen für sich genommen durch natürliche Erosionsprozesse erklärt werden kann. Die Kombination von Strömungen, Wellenbewegung und der spezifischen Rissbildung des Sandsteins könne solche Formen hervorbringen. Befürworter der künstlichen Herkunft halten jedoch dagegen, dass die schiere Dichte und die organisierte Anordnung dieser Merkmale die Wahrscheinlichkeit eines rein natürlichen Zufalls extrem unwahrscheinlich machen. Es ist nicht nur ein einzelner seltsamer Felsen, sondern ein ganzer Unterwasserpark voller Anomalien. Diese Erweiterung des Blickfeldes macht das Rätsel nicht einfacher, sondern tiefer. Es zwingt uns, nicht nur über ein einzelnes Monument nachzudenken, sondern über eine möglicherweise modifizierte Landschaft, ein ganzes Areal, das eine Geschichte zu erzählen hat, die wir erst noch entziffern müssen. Während die internationale Wissenschaftsgemeinde noch immer über die Ursprünge der Yonaguni-Strukturen debattiert, hat das Monument in Japan längst eine eigene kulturelle und symbolische Bedeutung erlangt. Jenseits der geologischen Argumente ist es zu einem Projektionsschirm für nationale Identität, alternative Geschichtsschreibung und spirituelle Vorstellungen geworden. Für einige Japaner repräsentiert Yonaguni den greifbaren Beweis für eine vergessene, hochstehende, prähistorische Zivilisation auf japanischem Boden, eine Art japanisches Atlantis. Diese Vorstellung knüpft an ein tiefes kulturelles Bedürfnis an, die eigene Geschichte weit über die etablierten Zeitlinien hinaus in eine mythische, glorreiche Vergangenheit zu verlängern. Es fordert die konventionelle Sichtweise heraus, dass die Hochkulturen ausschließlich auf dem asiatischen Festland entstanden sind. In diesem Narrativ sind die Jomon oder eine noch ältere unbekannte Kultur nicht nur einfache Jäger und Sammler, sondern die Erbauer monumentaler Steinstrukturen. Diese Idee findet vor allem in nationalistischen und spirituellen Kreisen Anklang. Das Monument wird zum Symbol nationalen Stolzes und einer einzigartigen, uralten japanischen Herkunft. Es wird als Argument gegen eine rein vom Festland beeinflusste Kulturgeschichte ins Feld geführt. Diese Vereinnahmung ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Sie erschwert oft eine nüchterne wissenschaftliche Auseinandersetzung, da das Monument emotional und ideologisch aufgeladen wird. Jede skeptische Äußerung von offiziellen Archäologen kann als mangelnder Patriotismus oder als Ignoranz gegenüber dem eigenen Erbe interpretiert werden. Gleichzeitig hat die Faszination für Yonaguni, der abgelegenen Insel, einen wirtschaftlichen Segen beschert. Der Tauchtourismus boomt und das Monument ist zur wichtigsten Attraktion der Region geworden, die Besucher aus aller Welt anzieht. Für die lokale Bevölkerung ist das Rätsel somit auch zu einer Lebensgrundlage geworden. Die Steine auf dem Meeresgrund sind so zu einem komplexen Knotenpunkt geworden, an dem sich Wissenschaft, Mythos, nationale Identität und lokale Wirtschaft untrennbar miteinander verflechten. Nachdem wir die geologischen Argumente, die archäologischen Indizien und die kulturelle Bedeutung beleuchtet haben, stehen wir an einem Punkt, der in der modernen Welt oft als unbefriedigend empfunden wird. An der Grenze unseres Wissens. Die wahre Essenz des Yonaguni-Rätsels liegt vielleicht nicht in einer endgültigen Antwort, sondern in der demütigen Anerkennung dessen, was wir nicht wissen können. Zumindest noch nicht. Die Wissenschaft ist kein allwissendes Orakel, sondern ein Prozess der Annäherung an die Wahrheit.
Und bei Yonaguni stößt dieser Prozess an seine Grenzen. Wir müssen zugeben, dass die Natur in der Lage ist, Formen zu schaffen, die unser Mustererkennungsgehirn als künstlich interpretiert. Geologische Kräfte können über Jahrtausende hinweg erstaunlich gerade Linien, rechte Winkel und stufenartige Formationen hervorbringen. Die Gesetze der Kristallographie und Erosion sind mächtige Bildhauer. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass die Konzentration, die Anordnung und die spezifische Morphologie der Yonaguni-Strukturen außergewöhnlich sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass all diese quasi architektonischen Merkmale an einem einzigen Ort rein zufällig entstehen, erscheint vielen als verschwindend gering. Das Kernproblem ist das Fehlen eines eindeutigen, unbestreitbaren Beweises. Es gibt keine Werkzeugspuren, die sich zweifelsfrei von natürlichen Markierungen unterscheiden lassen. Es gibt keine Inschriften, keine Keramikscherben, keine menschlichen Überreste, die direkt mit den Strukturen in Verbindung gebracht werden können. Ohne diesen rauchenden Colt bleibt jede Interpretation eine Abwägung von Wahrscheinlichkeiten. Yonaguni ist wie ein gewaltiger Rorschach-Test aus Stein. Was wir darin sehen, sagt oft mehr über unsere eigenen Erwartungen, unsere Vorstellungskraft und unsere Definition von Beweis aus, als über das Objekt selbst. Diese Unsicherheit ist keine Schwäche, sondern eine wichtige Lektion. Sie lehrt uns wissenschaftliche Demut. Sie erinnert uns daran, dass die Vergangenheit ein fremdes Land ist und dass einige seiner Geheimnisse für immer im Dunkel verborgen bleiben könnten. Anstatt eine vorschnelle Antwort zu erzwingen, sollten wir vielleicht die Majestät der Frage selbst würdigen. Wie wird die Geschichte von Yonaguni weitergehen? Das Monument, ob von Menschenhand geformt oder von der Natur geschaffen, ist kein statisches Museumsstück. Es ist ein dynamischer Ort, der den unaufhörlichen Kräften des Ozeans ausgesetzt ist. Jede Welle, jede Strömung, jeder Taifun verändert seine Oberfläche, trägt Material ab oder lagert Neues an. Korallen und Algen besiedeln die Felsen und verwischen langsam die scharfen Kanten, die im Zentrum der Debatte stehen. Die Zeit, die das Geheimnis möglicherweise bewahrt hat, arbeitet nun daran, es für immer auszulöschen. Die Zukunft der Forschung steht daher unter einem gewissen Zeitdruck. Neue Technologien könnten jedoch neue Einblicke gewähren, ohne die Strukturen zu beschädigen. Hochauflösende 3D-Sonarkartierungen könnten ein vollständiges digitales Modell des gesamten Areals erstellen, das es Forschern weltweit ermöglichen würde, jeden Winkel zu analysieren. Sedimentkernbohrungen in unmittelbarer Nähe der Strukturen könnten Aufschluss darüber geben, ob es in der fraglichen Zeit menschliche Aktivitäten gab, indem sie nach Pollen, Holzkohlepartikeln oder mikroskopischen Artefakten suchen. Fortschritte in der Analyse von Gesteinsoberflächen könnten vielleicht doch noch zwischen natürlichen und künstlichen Markierungen unterscheiden. Doch selbst mit der fortschrittlichsten Technologie bleibt die ultimative Autorität der Ozean selbst. Er ist das Archiv und gleichzeitig der Zensor dieser Geschichte. Vielleicht werden zukünftige Tauchgänge den entscheidenden Beweis ans Licht bringen. Ein vergessenes Werkzeug, eine eindeutige Skulptur? Oder vielleicht wird das Meer sein Geheimnis niemals vollständig preisgeben. Am Ende bleibt Yonaguni eine tiefgründige Meditation über die Zeit, die Vergänglichkeit und unsere Suche nach den Spuren unserer Vorfahren in den tiefsten und dunkelsten Winkeln unseres Planeten. Die Steine mögen schweigen, aber sie regen uns zum Nachdenken an. Und während wir an der Oberfläche über ihre Bedeutung streiten,
Ruhen sie in der stillen, blauen Tiefe und lauschen dem ewigen Murmeln des Ozeans, der allein ihre wahre Geschichte kennt.